Online-Attacken auf Unternehmen sind mittlerweile an der Tagesordnung und das betrifft auch die Fertigungsumgebung. Welche besonderen Anforderungen dort herrschen, welche Gefahren im Fertigungsumfeld drohen, darüber möchte ich jetzt sprechen mit zwei ausgewiesenen IT-Sicherheitsspezialisten. Ich habe jetzt das Wort Experte vermieden, und zwar mit Udo Schneider, IT-Security Researcher beim IT-Security-Spezialisten Trend Micro, so rum, und Thorsten Henkel, Division Director beim Fraunhofer Institut für sichere Informationstechnologie, kurz SIT. Herzlich willkommen erstmal. Vielen Dank, dass wir über das Thema sprechen können. Wir hatten uns gerade im Vorgespräch schon darüber gerade diskutiert, ist denn das Thema IT-Security auf dem Shopfloor überhaupt noch ein Thema? Müsste das nicht längst schon irgendwie jeder wissen? Und war so eine Hin- und Her-Diskussion, wo wir auch gesagt haben, naja, die Umsetzung ist oftmals, da fehlt es noch so ein bisschen. Deswegen würde ich mal einmal eine Frage kurz grundsätzlich vorab klären. Welche konkreten Gefahren drohen denn durch Online-Attacken, speziell im Fertigungsumfeld? Also geht es da um Datenklau, geht es um Sabotage? Was sind das so die Bedrohungen? Wer möchte? Ich würde sagen, fange ich einfach an. Ich glaube, man kann ganz grob zwei Dinge unterscheiden. Das eine ist, dass ich die Attacken so fahre, dass halt die Fertigung einfach, wieso auch immer, nicht mehr läuft oder eingeschränkt wird. Also einfach, dass ich die Kapazität oder die Möglichkeit zu fertigen einschränke. Das kann, ich sag mal, eine Unterbrechung der Netzwerkverbindung sein, das kann Verschlüsselung von Daten sein. Das ist einfach ganz allgemein, dass die Fertigung steht. Mhm. Aus unserer Sicht, das ist fast sogar noch der bessere Fall, weil das ist etwas, was man sieht. Das heißt, wenn ein Prozess nicht so läuft, wie er läuft oder laufen soll, dann habe ich einen Effekt. Ich sehe das, was passiert und kann dementsprechend handeln. Andere Angriffsmöglichkeiten sind wirklich das Exfiltrieren von Daten, das Ausführen von Produktionsdaten, von Messdaten, Kalibrierungsdaten. Und das ist etwas, was ich nicht unbedingt sehe. Und ich glaube, das ist etwas, was sehr viele unterschätzen, wenn man sagt, ich klaue Baupläne oder ich klaue Fertigungspläne. Ja, das ist schön und gut, aber das eigentliche Wissen der Fertiger ist sehr häufig drin, wie entsprechende Prozesse kalibriert sind, wie die Prozesse optimiert sind. Wenn ich dieses Wissen abgreife, habe ich natürlich potenziell auch einen Schaden für Nachahmer, für, ich sag mal, Copycats, das nachzubauen. Und das perfide bei diesem Angriff ist, ich sehe es nicht, weil das System funktioniert ja weiterhin. Ich habe halt also keinen offensichtlichen, ich sag mal, keinen offensichtlichen Schaden, keinen offensichtlichen Einschlag, der irgendwo was zum Stehen bringt. Okay. Würde ich da zustimmen? Natürlich, ja. Alles richtig, unmittelbar zustimmungsfähig. Ich habe natürlich die Perspektive des Wissenschaftlers auf diese Fragestellung. Ja. Und für uns ist IT-Sicherheit immer ein Spannungsfeld von zu schützenden Werten, auf sie einwirkenden Bedrohungen, das nennen wir sie Angriffsvektoren, und organisatorischen und technischen Maßnahmen, um diese Werte zu schützen. Und da gibt es Schutzziele, zum Beispiel Vertraulichkeit oder Integrität oder Authentizität oder Nichtabstreitbarkeit oder Zurechenbarkeit und Verfügbarkeit, was Sie gerade auch schon angesprochen haben. Während in der klassischen IT die Vertraulichkeit und die Integrität von Daten eine hohe Rolle spielt, ist natürlich die Verfügbarkeit. Auf der Shopfloor-Ebene hat eine ganz andere Bedeutung, weil wenn ein Brandmelder einmal am Tag ein Datum wirft, dann ist das eine hohe Datenfrequenz, und wenn er sich 3 Tage nicht gemeldet hat, dann sagt das Backend, der scheint kaputt zu sein. In der Produktion haben Sie unzählige Systeme, die miteinander interagieren und Daten austauschen, und zwar in Sekundenschnelle, mit einer großen Frequenz und mit einer großen Genauigkeit. Wenn da viele Datenpakete verloren gehen, haben Sie schon sofort ein Problem in Ihrer Produktionsumgebung. Was aber unserer Meinung nach auch eine große Rolle spielt, ist, dass sich auch diese Industrie mittlerweile ein bisschen verändert. Wenn Sie zum Beispiel unsere Mittelständler ansehen, vielleicht sage ich mal Trumpf als Werkzeugmaschinenhersteller, möglicherweise kennen Sie die machen Pressstands- und Laserschneidesysteme, sind auch für die Automobilindustrie Zulieferer und aber auch für andere. Und die haben über die Jahre mittlerweile erkannt, dass ihre Maschinen, die eigentlich Produktionsstätten an sich sind, in sich geschlossene kleine Fabriken, weil vorne geht das Blech rein, hinten kommt der Kotflügel raus, dass die mehr sind als eine Maschine. Denn die damit verhandelten Daten, also wie stanze ich eigentlich und wie stanze ich eigentlich schnell und wie stanze ich eigentlich korrekt und wie stanze ich eigentlich mit einer hohen Fertigungstiefe, das ist ein Wert an sich. Ja. Die verkaufen also nicht nur heute Maschinen, sondern die verkaufen Maschinen
und Anwendungen und Daten und Know-how und Fertigungsoptimierung. Das heißt, Sie kaufen die Maschine in einer Grundausstattung. Vielleicht kennen Sie das von Ihrem Auto. Bei meinem Auto ist das so. Ich habe einen Mercedes, der wird in der Grundausstattung geliefert. Und wenn Sie dann noch das High-End-Multimedia-System haben wollen, müssen Sie kaufen. Und wenn Sie, ich habe eine Hinterachslenkung, die geht bis 5 Grad. Wenn Sie 15 Grad haben wollen, 1.000 Euro. Also wenn Sie eine höhere Fertigungsqualität haben möchten, kaufen Sie das dazu. Das bedeutet natürlich, jetzt komme ich wieder zurück zu meinem Eingangsstatement, Spannungsfeld von zu schützenden Werten, einwirkenden Bedrohungen und Maßnahmen, die sozusagen die Sicherheit auf Mindestmaß reduzieren, also die Risiken auf Mindestmaß reduzieren. Diese Werte müssen Sie auch schützen. Also es geht nicht nur um die Produktionsstätte an sich, sondern es geht auch um das Wissen, das in der Produktionsstätte verhandelt wird, nicht zuletzt um Produktpiraterie in irgendeiner Art und Weise in den Griff zu bekommen, weil die Chinesen machen auch gerne Autos. Ja, mittlerweile haben die, wenn sie überhaupt mal einen Rückstand gehabt haben, den zumindest in der Elektromobilität mehr als aufgeholt. Ja, und man darf schon sicher sein, dass da auch, dass wir daran mitgearbeitet haben in der einen oder anderen Art und Weise. Unfreiwillig. Und möglicherweise. Ich will niemandem was unterstellen. Ja, das sind natürlich alles Faktoren, die auch zu berücksichtigen sind, wenn man sich die Shopfloor-Ebene ansieht. Also Eigeninteresse, ne? Ich schütze meine Daten, ich schütze meine Werte, ich will, dass die Produktion nicht stillsteht. Größtmöglicher anzunehmender Unfall, kostet pro Stunde 1 Million Euro, keine Ahnung. Ja, das sind die höchsten Schutzziele und da werden manchmal natürlich die anderen Schutzziele wie Vertraulichkeit nicht ganz so hoch bewertet und in diese Dinge nicht ganz so viel Geld investiert und da ist möglicherweise noch Nachbesserungsbedarf. Aber dieses Beispiel Trumpf ist ja ganz interessant, was Sie sagen. Das ist ja tatsächlich so ein Trend, dass man eben nicht nur die Maschine verkauft, sondern Services drumherum und dafür brauche ich halt einfach dann die Konnektivität zu der Maschine, die eben beim Kunden steht. Und da kommt noch hinzu, dass das natürlich alles mittlerweile auch cloud-gestützt verhandelt wird. Also Sie gehen nicht mehr, also wenn Trumpf diese Maschine ausrollt, oder alle anderen, Homag, you name it, also es gibt ja tausende von diesen, ich will jetzt keine Werbung für die machen, dann haben die im Feld. Ja, und wenn da geupdatet werden soll oder wenn da auch die Software auf neueste IT-Sicherheitsstandards gebracht werden, dann fährt natürlich nicht ein Techniker raus oder es ist ein bisschen aus der Mode gekommen, dass dann ein Techniker rausfährt und das dann händisch alles einstellt. Gibt's immer noch, klar, weil muss auch gemacht werden, aber natürlich möchte man diese Zusatzinformationen so elegant wie möglich verkaufen. Wenn es geht auf Knopfdruck, wenn es geht on demand, just in time, und das geht natürlich am besten cloud-geschützt. Ne? Also klar, die Digitalisierung, Vernetzung, das sind zusätzliche potenzielle Einfallstore und die habe ich dann zum einen, eben, wie Sie sagen, weil ich die Verbindung habe zu den Maschinenherstellern, aber natürlich auch dann zu der Office-IT, über die ja dann auch wieder. Ganz genau. Also, aber ich denke, das ist auch ein ganz wichtiger Punkt. Also ich sehe es, Klammer auf, leider, Klammer zu, bis heute, dass in vielen Fällen die Wahrnehmung und auch die Schutzbedarfsfeststellung darauf basiert, dass im Kopf herrscht, ich habe ja meine Maschine, die ist ja nirgendwo angebunden, die ist ja air-gapped. Das ist so das Lieblingswort von vielen, die halt sagen, ich brauche keine Sicherheit. Ich bin heute so vermessen zu behaupten, bis auf ganz urig alte Anlagen gibt es air-gapped aus Schutzbedarfsfeststellungssicht eigentlich nicht mehr. Das heißt, ich habe heute Maschinen, die sind konnektiert, die sind angebunden, die sind teilweise an Cloud-Systeme angebunden, also gerade Richtung Hersteller, gerade auch im Fertigungsbereich, wenn ich halt, Platinendaten einspielen muss, Pick-and-Place-Daten einspielen muss. Meine Produktion lebt davon, dass sie Daten bekommt, von wo auch immer. Das heißt, diese Idee, das System ist air-gapped und braucht dementsprechend keine IT oder keine Security. Ich glaube, das Konzept ist komplett überholt, ist aber leider noch in den Köpfen von leider vielen drin. Und das sorgt halt dann auch teilweise für Lücken. Ist das nicht auch ein Ding, dass ich letztendlich, wenn man so will, 2 Welten habe, die da aufeinandertreffen? Also ich habe die klassische IT und dann habe ich eben die OT. Und dass das gerade dann auf der OT-Seite vielleicht gar nicht so ein Thema ist, dieses IT-Security. Und die sprechen ja auch irgendwie unterschiedliche Sprachen oder ticken ja auch unterschiedlich, oder? Ja und nein. Also vielleicht noch ergänzend, es kommt noch ein drittes Problem hinzu. Die Systeme, die air-gapped sind meistens ganz alte Systeme. Die Legacy, wir nennen sie Legacy-Systeme, die, wenn überhaupt, sehr, sehr begrenzte IT-Funktionalität haben, aber trotzdem im Konzert der Maschinen mitspielen und dort dann zusätzlichen Unsicherheitsfaktor darstellen, weil die natürlich nicht so
vorbereitet werden können auf die Bedrohungslage, wie jetzt eine völlig neue, gerade ausgelieferte Laserschneidmaschine. Und da haben sie natürlich durch die Heterogenität große Probleme, weil sie natürlich dann runtergezogen werden auf ein bestimmtes Mindestmaß an Möglichkeiten, das sie haben, weil bestimmte Systeme gar nicht dazu in der Lage sind, höherwertige IT-Sicherheitsfunktionen zur Verfügung zu stellen. Also die haben gar nicht quasi die Kapazitäten, um dann... Genau, da ist kein Speicher drauf, da ist nicht genug Rechenpower drauf, die haben gar keinen Internetanschluss, aber sind trotzdem über irgendein Bussystem an irgendwas angeschlossen und tauschen Daten aus, empfangen Daten, senden Daten, spielen schön lustig mit, sind aber eigentlich im Grunde genommen sehr old-fashioned und haben kaum eine Funktionalität, um auf solche Dinge vernünftig zu reagieren. Und das sind natürlich auch Problempunkte, die nach wie vor existieren. Das wird weniger, klar, die Maschinen werden älter und irgendwann aussortiert und kommen neue. Die haben dann diese Funktionalität, aber die gibt's immer noch. Also eine Standzeit von einer Maschine in der Produktionsumgebung, da ist 20 Jahre ist nix. Und jetzt denken Sie mal 20 Jahre zurück, wie sahen unsere Mobilfunktelefone da aus? Und wie sehen unsere Mobilfunktelefone heute aus? Also in den letzten 20 Jahren gab es mehrere Quantensprünge in der IT, die sich auf diese Maschinen nicht abgebildet haben. Das geht ja in die Richtung, was ich ja gesagt habe, tatsächlich, dass es zwei Welten haben, die auch unterschiedliche Zeit, zu unterschiedlichen Zeitintervallen ticken irgendwie, ne? Ja. Okay. Gut, jetzt haben wir die Probleme. Jetzt, wie kommen wir denn zu den Lösungen? Also, wenn ich jetzt sage, sind einfach eine andere Umgebung, die spezialisierte Anforderungen hat. Wir haben es jetzt gerade gesagt, und auch nicht die Kapazitäten dafür. Mit was für einer Strategie schütze ich denn so eine Fertigungsumgebung? Okay, da gibt's eine ganz schlechte Nachricht. Die Strategie gibt es nicht. Okay. Das geht wieder zurück auf, ich muss identifizieren, was sind denn eigentlich meine zu schützenden Werte? Welche Bedrohung bin ich denn eigentlich ausgesetzt? Und welche Optionen stehen mir zur Verfügung, um da organisatorisch oder technisch vernünftig darauf zu reagieren? Da spielt Geld immer eine große Rolle. Ja, Sie können nicht, und natürlich auch sinnvollen Einsatz von Geld. Jeder hat mittlerweile ein IT-Sicherheitsbudget. Wenn wir mit Firmen reden, stellen wir fest, dass die auf Dinge versammelt werden, die gar nicht hilfreich sind, weil irgendeine Firma denen gesagt hat, wenn wir diese Set-Top-Box auf diese Maschine stellen, ist alles toll, ja, weil euer Datentransfer läuft darüber, aber das ist gar nicht deren Schutzziel. Die haben ganz andere Schutzziele und müssten ihr Geld ganz anders ausgeben. Da können Sie natürlich auch nicht Dinge tun, die sinnlos sind. Also Sie können nicht 2 Millionen Euro in die Hand nehmen, um 1 Million Euro zu schützen. Und es gibt bestimmte Dinge, die können Sie ganz einfach nicht. Ja, weil es dafür noch keine Lösung gibt. Und es gibt das Problem, wir nennen das Zero-Day-Exploits, dass jeden Tag neue Schwachstellen und neue Bedrohungen auf die Firmen und die Maschinen einwirken, gegen die es noch gar keine Maßnahme gibt, weil die jetzt gerade erst bekannt geworden sind und erst es etwas dauert, bis eine technische oder organisatorische Maßnahme entwickelt wurde, um diese Sicherheitslücke dann zu schließen. So, das ist jetzt dann das wirklich bedauerlich an der Sache, dass man wirklich individuell auf ein Unternehmen schauen muss. Also jemand aus der Prozessindustrie, was weiß ich, der chemische Produkte herstellt, hat möglicherweise ganz andere Schutzziele als jemand, der aus der diskreten Produktion kommt und Maschinenbauteile oder Druckmaschinen oder Möbel herrscht. Homag hat ganz andere Ziele als Bayer Leverkusen. Also da kann man jetzt nicht sagen, nimm das. Ja, damit bist du sozusagen sicher, sondern man muss immer sagen, überleg dir mal genau, was eigentlich, was die wichtigsten Sachen sind bei dem Unternehmen, was dein Business Continuity unterstützt, was könnte da passieren? Ja, und dann muss man sorgfältig diese Maßnahmen auswählen und das nennen wir dann, das wird dann am besten noch schriftlich niedergelegt und wir nennen das dann Sicherheitspolitik. Das ist dann die Summe aller Regeln, die eben für dieses Unternehmen sinnvoll und empfehlenswert sind, um diesen Produktionsprozess IT-sicherheitstechnisch vernünftig abzusichern. Okay. Ich würde kurz eine andere, also komplett dabei, ich würde kurz eine andere Facette aufmachen. Jetzt werde ich mich wahrscheinlich erstmal bei meinen Kollegen aus dem Herstellerkreis unbeliebt machen. IT-Security in vielen Fällen funktioniert seit Jahren damit, erstmal Angst zu machen. Es gibt Bedrohung und dann kommt wir haben die goldene Lösung. So funktioniert IT-Security. Trotzdem, das der Nachteil, in der Regel verstehen IT-Security, ich sag mal, Experten, Hersteller, wie auch immer, verstehen OT nicht, verstehen auch die verschiedenen Schutzziele nicht, verstehen auch die verschiedenen Prioritäten nicht. Das heißt, der erste Tipp an der Stelle wäre zu sagen, lasst euch nicht von der IT-Security oder vom IT-Security-Marketing verrückt machen. Das wäre so der erste Punkt. Der zweite Punkt,
als Hinweis auch an die IT, schaut's euch mal an, was denn in der OT, was in der Produktion auch wirklich zählt, wie dort die Bewertung der Schutzziele ist, wie dort auch die Reihenfolge der Schutzziele ist. Schaut euch die Sprache an, weil in der OT wird eine andere Sprache gesprochen als in der IT. Und das ist ein Punkt, wo ich so ein bisschen auf meinen Tagesjob zurückkomme. Da hilft es teilweise auch, sich bestehende Standards oder Best Practices anzuschauen. Also wenn wir in die Normenreihe gehen, also eine 62443, einfach mal durchlesen und schauen, wie werden dort die Konzepte, die einem ITler bekannt vorkommen, denn formuliert aus der OT-Sicht. Oder wenn man so eher die amerikanische Seite mag, dass man sich so die NIST-Normenreihe mal anschaut. Ja. Einfach, wie ist die Sprache, wie ist auch die Bewertung der Schutzziele. Weil in vielen Fällen, was passiert ist, dass die IT in die Produktion geht, sagt, wir haben hier die goldene Lösung. Also wir haben erstmal das Angstszenario, wir haben die goldene Lösung, das, was Sie gerade gesagt haben, stell unsere schöne Set-Top-Box oben drauf und alles ist sicher. Nein, ist es nicht. Dann habe ich Geld ausgegeben für etwas, was ich vielleicht gar nicht brauche, was vielleicht gar nicht, meine Schutzziele überhaupt nur im Mindesten adressiert. Das heißt, da, wie gesagt, der erste Punkt aus der IT-Sicht gesehen, lasst euch nicht von den IT-Lern verrückt machen. Und Hinweis an die ITler, schaut euch mal an, wie die OT tickt und wie dort auch die Sprache und die Zielsetzung ist. Weil in vielen Fällen wird es einfach marketingmäßig übergebügelt. Das heißt, wenn ich dann aus der Office-IT komme, ist es alles immer relativ gleich bei jedem Unternehmen, die Infrastruktur, die da vorhanden ist, oder die Architektur, die da vorhanden ist. Insofern kann man halt dann eben nicht diese Lösung da einfach so 1:1 übersetzen oder übernehmen, sondern ich habe in der Fertigungsumgebung, wie Sie es auch gesagt haben, sehr individuelle Gegebenheiten, sehr eine große Heterogenität. Ich würde sogar einen Schritt weitergehen. Ich sag mal, in der IT kann man sagen, sobald der Patch draußen ist, installieren. Es wird keine Frage gestellt, ob das Sinn macht oder nicht. Das hat sich im Laufe der Zeit, ich sag mal, rausgestellt, Patchen ist immer besser als nicht patchen. Statistisch. Die Diskussion ist in der OT eine völlig andere. In der OT käme ich niemals auf die Idee zu sagen, ich rolle jetzt einfach mal Patches aus, sofern ich es überhaupt kann, sofern ich an dieses Thema überhaupt drankomme, ohne nachzufragen. Dort habe ich ganz andere Freigabeprozesse, dort habe ich ganz andere, Unwägbarkeiten. Und ich muss dazu sagen, ich habe so einen leichten Aspekt in die OT-Safety-Ecke rein. Wenn ich ein Gesamtsystem habe und ich spiele einen Patch ein und habe dadurch eventuell eine Reduktion der Safety, also potenziell Schaden an Leib, Umwelt und Leben, dann habe ich auf einmal eine ganz andere Verantwortung. In der IT denke ich nicht nach. Patch drauf, hat sich rausgestellt. Das ist das Sicherste. In der OT, nein, dort muss ich erstmal schauen, wie ist dort überhaupt, wie ist die potenzielle, Effekt dieses Patches. Habe ich vielleicht einen Effekt auf meine Risikobewertung aus Safety- und Security-Sicht. Und dann lautet vielleicht die Entscheidung, ich spiele den Patch halt vielleicht erst in 2-3 Wochen ein, nachdem mir der Hersteller sichergestellt hat, dass der Patch funktioniert, und währenddessen habe ich halt andere flankierende Maßnahmen, die diesen Patch, oder diese Lücke zumindest, anders adressieren. Das ist eine völlig andere Diskussion als in der IT. Manchmal ist ja auch die Empfehlung, die ich zumindest auch schon gehört habe, ist zu sagen, okay, vielleicht mal an der einen oder anderen Stelle über die Vernetzung nachdenken, ob ich sie überhaupt brauche. Also vielleicht das Ganze auch ein bisschen runterfahren. Bin ich vorsichtig. Also damit sind wir wieder bei diesem Air-Gap-Szenario. Ich habe keine Netzwerkverbindung und bin damit per Definition sicher. Habe ich ein Problem mit, weil das nicht der Realität entspricht. Die Realität ist, die Maschinen oder die Produktionsstraßen sind vernetzt, sie bieten dadurch, einen Mehrwert, sind dadurch überhaupt erst produktionsfähig. Das heißt, ich glaube, das ist so ein bisschen, damals war alles besser, drehen wir die Zeit zurück, wird nicht passieren. Wir müssen uns der Welt, wie sie heute tickt und wie auch heute produziert wird, stellen. Also das würde ich unterstützen. Es gab ja auch vielleicht, erinnern Sie sich so ein bisschen daran, mal den Begriff der Datensparsamkeit. Ja, da gab es mal die Idee, mach doch Datensparsamkeit. Ja, je weniger Daten du in die Umwelt einträgst, desto sicherer bist du. Funktioniert nicht. Ja, also das geht nicht. Sie kaufen im Internet ein, Sie machen im Internet Werbung, Sie sind in sozialen Netzwerken mit Ihren Freunden vernetzt, Sie machen Videokonferenz, Videotelefonie. Sie sind einfach, das können Sie technisch nicht mehr leisten. Ja? Und ich würde das auch unterstreichen, was er gerade gesagt hat.
deswegen ist unser IT-Sicherheitsansatz auf diese Sache auch, dass wir sagen, wir helfen den Firmen, sich sicher in unsicheren Umgebungen zu bewegen. Also eine sichere Welt werden sie nicht bekommen. Auf jeder Ebene. Ne? Also wir sehen wieder Kriege, wir sehen wieder Umweltproblematiken. Also die Welt wird nicht sicherer, sondern sie wird immer komplexer und unsicherer. Wir müssen aber lernen, uns in einer unsicheren Welt sicher zu bewegen. Und das ist eigentlich das, worauf es ankommt. Man kann nicht die Welt absichern, indem man sagt, okay, ich erzeuge eine sichere Welt, ja, so dieses Helikoptereltern, ich fahre mein Kind mit dem Auto zur Kita oder zur Schule und da wird es dann von dem Auto der anderen Eltern überfahren. Ja, also es ist sozusagen, das ist kein Ansatz. Also Sie müssen im Grunde genommen schauen, dass Ihr Kind immer irgendwie sicher zum Kindergarten kommt. Das ist sozusagen das Schutzziel. Ja, und nicht die Welt drumherum neu zu gestalten, das schaffen Sie nicht. Ja, und um das auch nochmal zu adressieren, was Sie davor gesagt haben, nicht nur Sicherheit in unsicheren Umgebungen, sondern wir sagen natürlich auch, Sicherheit ist ein Lifecycle-Management-Prozess. Der wird nicht einmal implementiert und dann bist du sicher. Und deswegen ist das Konzept, das wir haben, auch Security by Design. Das heißt, bei jedem Design müssen Sie IT-Sicherheit mitdenken. Ob Sie über eine Hardware nachdenken oder ob Sie eine Software nachdenken oder ob Sie eine Kombination, also ein cyberphysikalisches System, also wir nennen Systeme, wo Hardware und Software immer unmittelbar miteinander verbunden in Erscheinung treten, cyberphysikalische Systeme. Das ist ja auf der Shopfloor-Ebene, da tummeln die sich ja sozusagen, die werden dann wieder miteinander verbunden. Auch dieses also ein dem Grunde nach sicheres System kann in einen unsicheren Betriebszustand kommen, wenn sie es mit anderen Systemen interagieren lassen. Also sie müssen im Grunde genommen, das nennen wir dann Security at Large. Also dass wir sagen, okay, wir müssen diese sicheren Systeme, die müssen natürlich auch in einer Umgebung eingebettet werden, in der die dann mit anderen, vielleicht sogar unsicheren Systemen interagieren können, ohne dass es hier ein Problem gibt. Ja, also und das ist eigentlich die Forschungsherausforderung, dass man sagt, all diese Probleme müssen wir so lösen, dass die Lösungen, die wir anbieten, nicht den Menschen zwingen, sich sozusagen dem zu unterwerfen, sondern dass eigentlich muss der Spaß haben daran, diese Software zu benutzen. Ne? Also das ist fast spielerisch. Das gelingt selten, ne? Gebe ich zu. Also natürlich, die Welt ist voller Passwörter und voller Passworttresore und voller Biometrie, aber Biometrie ist ein gutes Beispiel. Wenn Sie heute mit Ihrem Handy bezahlen, ja, dann können Sie da Ihre Kreditkarte, Ihre Debitkarte, können Sie da ins iPhone, irgendwas, keine Ahnung, ein iOS-System oder all die anderen Android-Systeme tragen Sie ein und der Bezahlvorgang initiieren Sie mit Ihrem biometrischen Merkmal. Sie brauchen sich keine PIN mehr zu merken, Sie müssen auch nicht unterschreiben. Natürlich birgt das auch wieder Risiken, weil Sie Ihre biometrischen Daten in das System weitergeben. Da muss es IT-Sicherheitsaspekte geben, die diese absichern. Aber das ist natürlich ein Sicherheitsfeature, was viele unmittelbar annehmen. Ja, das macht meine Frau, das machen unsere Söhne, da gibt's keine Frage. Ne? Also die schleppen keine Plastikkarten mehr mit sich rum. Die haben nur noch ein Mobilfunktelefon und damit bezahlen die also. Oder auch mit der Uhr oder. Und in diese Richtung sozusagen muss das weiterentwickelt werden, dass das ein integrativer Bestandteil des Gesamtsystems wird, das nicht als Störfaktor wahrgenommen wird, sondern als Erweiterung des Möglichkeitsspielraums. Also einer sicheren Erweiterung des Möglichkeitsspielraums. Aber dass man keine Angst hat, mein Geld ist nicht mehr auf meinem Konto, ich kaufe noch 3 Küchen zusätzlich, all das darf nicht passieren. Ne? Wie auch immer das abgesichert wird. Ob es da im Hintergrund eine Instanz gibt, die sagt, mach dir keine Sorgen, wenn was passiert, wir übernehmen die Verantwortung für alles, ist ja auch ein Sicherheitsansatz. Ja? Also dass man eine Versicherung hat im Hintergrund. Ne? Ja? Und all diese Dinge, daran arbeiten wir zum Beispiel, dass das sozusagen verfügbar gemacht wird in dieser Form. Ja, es ist Ich würde vielleicht nur eine Sache anmerken hier. Ich fand das Thema Lifecycle gerade extrem wichtig. Es schwimmt immer so ein bisschen mit, dass gerade wenn man aus der IT kommt, dass man der OT unterstellt, die OT kann keine Sicherheit. Nur spricht halt die eine Seite spricht über Security, die andere spricht über Safety. Ja, genau. Ganz ehrlich, die OT, die Produktion kann Sicherheit. Das machen die seit 200-300 Jahren. Also gerade wenn wir im Bereich funktionale Sicherheit sprechen, Maschinenrichtlinie, wobei inzwischen Maschinenverordnung, das ist etwas, was man kann. Also eine Maschine, eine Anlage so zu bauen, dass sie, einen definierten und ein geringes Schadenspotenzial für Mensch, Umwelt und Leben hat,
das ist eine der Kernaufgaben, wenn es um den Bau von solchen Maschinen und Produkten geht. Der entscheidende Aspekt hier ist nur so eine Sicherheitsbewertung aus Safety-Sicht, wird normalerweise beim Bau oder bei der Inbetriebnahme der Maschine gemacht und ist dann fertig. Und ich glaube, das ist der wichtige Denkansatz, wenn wir über Security sprechen. Wenn wir über Security sprechen, bin ich nicht fertig. Dann habe ich halt diesen Lifecycle. Sobald ich sag mal, eine andere Komponente ins System einbringe oder konnektiere oder sich der Softwarestand der Maschine ändert, muss ich im Grunde genommen diesen Risikobewertungs- und Prozess von vorne starten. Nicht in komplett epischer Tiefe, aber ich muss halt den neuen Kontext betrachten. Das ist halt das, was auch teilweise Security in der OT schwer macht, dass ich bin nicht fertig. Ich habe halt einen zyklischen Lifecycle-Prozess. Ich muss Security immer und immer wieder betrachten. Das macht halt komplexer. Ich würde noch ganz gerne auf ein wichtiges Thema zu sprechen kommen, was jetzt vorhin auch das eine oder andere Mal auch erwähnt wurde. Thema NIS 2, also EU-Richtlinie, um für Unternehmen Cybermaßnahmen umzusetzen, wonach sie sich danach richten sollten. Könnten Sie kurz darlegen, was da jetzt in einem möglichst kurzen Rahmen oder kleinen Rahmen darlegen, was da jetzt auf die Unternehmen zukommt und wie man da jetzt mit umgeht? Wer möchte? Ja, ich meine, eigentlich, es ist gut und schlecht, dass es das gibt, weil es gibt 3 Faktoren, die ein Unternehmen dazu veranlassen, in dem Feld aktiv zu werden. Kommt irgendwas auf den Markt, womit ich Geld verdienen kann? Kommt etwas auf den Markt, womit ich Geld sparen kann? Oder werde ich gezwungen, etwas zu tun? Und das sind die 3 Faktoren, die ausschlaggebend sind, dass sich ein Unternehmer mit Wagnis und Gewinnanspruch in irgendeine Richtung bewegt. Und so gesehen ist natürlich jede gesetzliche Richtlinie schon hilfreich, dann auch da vernünftige Grundlagen zu schaffen. Sie haben gerade gesagt, es ist nicht mehr Maschinenrichtlinie, sondern Maschinenverordnung. Ja. So, das hat natürlich dann sofort eine andere juristische Qualität. Nach der Richtlinie, da können Sie sich danach richten. Muss man. Und nach einer Verordnung müssen Sie sich richten. Also jetzt kommen zusätzliche Pflichten auf die Unternehmen zu, Dinge zu dokumentieren, Dinge zu melden, überhaupt erst einmal sich mit dem Thema auf einer strukturierten und auch nachvollziehbaren, nachprüfbaren Ebene auseinandersetzen. Das ist gut. Auf der anderen Seite ist natürlich für die Unternehmen manchmal nicht ganz einfach, dem dann gerecht zu werden und trägt natürlich mehr Verantwortung und auch mehr zu leistende Tätigkeiten mit in die Unternehmen ein. Ne? Aber ich glaube, Sie sind näher dann an der Umsetzung dieser Vorgaben. Wir sind sozusagen eher auf einer oberen Ebene damit beschäftigt und Sie sehen bestimmt im täglichen Zusammenspiel, wie sich das auswirkt. Ich glaube, man muss erstmal festhalten, die NIS 2 Richtlinie, Wording aufpassen, soll ja allgemein die Cyberresilienz innerhalb der EU erhöhen. So, und da sehe ich einfach drei Punkte, die wichtig sind. Und aus meiner Sicht ist der 3. Punkt der wichtigste, der oft übersehen wird. Andere Geschichte. Im ersten Punkt werden einfach Mindestmaßnahmen oder Mindestanforderungen an Security definiert. Und das sind wirklich Mindestanforderungen. Das heißt, ich bin jetzt vielleicht etwas sehr böse, wenn sich heutzutage ein Unternehmen darüber beschwert, dass diese Maßnahmen, die aus der NIS-2-Richtlinie abgeleitet werden, zu komplex sind, zu umfassend. Das sind Security Best Practices von vor 15 Jahren. Das sind Mindestmaßnahmen, die eigentlich hätten schon in place sein sollen. Jetzt mache ich mich vielleicht unbeliebt, aber das, also aus der Security-Sicht ist das absolute Minimum. Das ist so der erste Punkt. Der zweite Punkt, und da wird's noch etwas kritischer auf andere Firmen, ist das ganze Thema Reporting. Das heißt, ich muss halt auch nicht nur Maßnahmen implementieren, ich muss sie auch dokumentieren. Das heißt, das heißt halt nicht, die Software zu kaufen und in den Schrank zu stellen, sondern ich muss halt auch einen Entscheidungsprozess und einen Implementationsprozess dokumentieren und im Falle von Vorfällen auch meine Maßnahmen und meine Reaktionen an entsprechende Regulierungsbehörden weitergeben. Das ist so der zweite Aspekt. Der dritte Aspekt, der geht jetzt sehr häufig unter, wenn man das aus reiner Firmensicht sieht, ist, es soll die Cyberresilienz in der EU erhöhen, also im Binnenmarkt ganz allgemein, und soll auch auf EU-Ebene einen besseren Einblick der Behörden der EU in den Cybersicherheitsstatus der EU ermöglichen. Und ohne dass ich halt diese Meldepflichten habe, ohne dass ich halt diese Reportingpflichten habe,
haben einfach die meisten Mitgliedstaaten und auch die EU selber einfach einen deutlich schlechteren Einblick, was passiert denn wirklich Cybersecurity-mäßig in der EU. Und 2 Aspekte, die ich noch kurz anbringen möchte hier, ist, was einem auch klar sein muss, es wird sehr häufig gesagt, ja, NIS 2 ist halt im Rahmen des Ukraine-Kriegs entstanden. Nein, ist es nicht. NIS 2, die Inhalte aus NIS 2 kommen noch aus einer Zeit vor dem Ukraine-Krieg. Vielleicht in einer Zeit, wo die Annexion der Krim schon zugange war, aber die Maßnahmen, die Anforderungen sind noch nicht unter dem Aspekt, ich sag mal, Kriegsresilienz entstanden. Das ist noch reine Wirtschaftsresilienz. Das ist so der erste Aspekt, den man einfach betrachten muss. Und der zweite, ich glaube, das wird eher interessant für, ich sag mal, die Industrie ist. NIS 2 trifft ja so gesehen fast alle. Und es gibt ja so gesehen einen großen Bruder von NIS 2, nämlich CAA, also den Cyber Resilience Act, der halt auch bewusst nochmal nicht nur die Pflichten der Firmen definiert, sondern die Pflichten von Herstellern und ich mal teilweise auch Integratoren, speziell von Industrieanlagen. Die beiden kann man eigentlich gleich trennen. Das ist so ein Triumvirat. NIS 2 auf der einen Seite für, ich sag mal, die betroffenen Firmen, CAA für Hersteller von Systemen und CER, also diese Critical Entities Resilience, wo es einfach um die physikalische Sicherheit geht. Die 3 muss man nicht immer so im Dreieck betrachten, weil es einfach 3 Seiten des gleichen Problems sind. Ich finde es ja ganz interessant, Unternehmen klagen immer über so viel Bürokratie und klagen auch, dass sie zum Beispiel im Zusammenhang mit ESG so viel jetzt auch wieder Dokumentationen und Daten sammeln müssen. Jetzt wieder weitere Dokumentationen und Daten. Aber letztendlich ist es ja irgendwas, wo man sagen kann, okay, das kommt den Firmen insofern zugute, weil es ja darum geht, um die eigene Sicherheit geht. Es geht für mich sehr stark auch in die Richtung Notfallplanung und Co. Also wenn ich Safety-Probleme habe, wenn ich sag mal, Umweltprobleme habe, ich sollte ja einen Notfallplan haben. Das ist ja eine Dokumentation, wie ich vorzugehen habe. Akzeptiert jeder. Sagt, okay, das verstehe ich, mache ich. In der IT und damit auch in der IT-Seite der OT ist es leider bis heute nicht unüblich, dass man fragt, ja, wie sehen denn eure Notfallpläne aus, wenn das System aufgrund von was auch immer steht? Und in vielen Fällen auch die Antwort, keine Ahnung. Dann rufe ich meinen Techie an. Und wenn er im Urlaub ist, keine Ahnung, rufe ich den Hersteller an. Das kann nicht sein. Also da fehlt einfach das Bewusstsein dafür, was da zu tun ist. Jetzt muss ich eine Lanze für die EU brechen. Ich weiß, passiert heutzutage selten. Die EU hat auch, also EU auch im Rahmen der ENISA hat lange Zeit gesagt, das sind die Mindestmaßnahmen, die wir von Firmen in Mitgliedstaaten erwarten. Das macht Sinn. Bitte macht das. Es ist nicht passiert. Was macht eine Regulierungsbehörde, wenn die Hinweise nicht angenommen werden? Sie reguliert. Ja. Ganz genau. Also eigentlich gehört die ganze Thematik in dem Bereich, was Sie gerade schon sagten, Business Continuity Management, haben Sie ja gerade angesprochen. Was passiert eigentlich? Wie kann ich meine Geschäftsprozesse aufrechterhalten oder möglichst schnell wieder hochfahren, wenn irgendwas passiert ist? Eigentlich gehört das ja alles in den Bereich des Qualitätsmanagements. Also, wie ist mein Laden aufgestellt? Wie ist mein Produkt aufgestellt? Ja, und deswegen sagen wir ja auch, Security by Design, also IT, Sicherheit muss gedacht werden als Bestandteil der Produktqualität. Ja, das muss wie Mercedes oder BMW oder Audi oder you name it für ganz sichere Autos stehen, in denen man immer überlebt, egal wie viel km/h man über die Autobahn fährt und die auch immer bremsen mittlerweile von selbst. Ja, genau so müssen wir eigentlich sagen, naja, ein Alleinstellungsmerkmal Deutschlands ist, dass wir in unseren Produkten, IT-Produkten oder auch Hardware-Produkten, IT-Sicherheit so verankert haben in den Herstellungsprozess, dass wir sagen können, das ist zusätzliches Alleinstellungsmerkmal von uns. Wir haben noch eine weitere Qualitätsdimension in unseren Produkten, und zwar IT-Sicherheit. Und damit bist du dann besser, also das kann auch Wettbewerbsvorteil sein. Das wird immer, wie Sie sagen schon, das wird immer als Angst machen verkauft, aber eigentlich müsste man sagen, nee, das ist ein Wettbewerbsvorteil, das ist ein Qualitätsmerkmal, das kann Spaß machen, das kann dein Leben erleichtern und es kann dir die Möglichkeit eröffnen, dich in einer unsicheren Umgebung, wo du dich bisher noch gar nicht hingetraut hast, hinzubewegen und Geschäfte zu machen. Ja, was weiß ich. Wenn dein Produktionssystem so sicher ist, dass du dir sicher sein kannst, dass keiner es kompromittieren kann, dann kannst du es hinverkaufen, wohin du willst.
Ja, die können ja oder müssen sie so, da sind wir bei den Schwellenwerten, so hohe Aufwände in die Hand nehmen, so viel Geld in die Hand nehmen, dass sich das nicht mehr lohnt. Ja, weil die Schutzziele so gut abgesichert sind, dass kein Nektar rauszusaugen ist. Ne? Man hat mehr Geld ausgegeben, als man nachher, da kann man es gleich selbst erfinden, neu erfinden. Ja. Und so sind die Märkte ja auch mittlerweile, dass die Chinesen gesagt haben, gut, wir haben jetzt genug Know-how aufgebaut, wir finden jetzt selbst. Ja, also das ist nicht mehr eigentlich unser Problem, weil wir müssen eigentlich nur unsere Systeme so absichern, dass wir es der IT-Sicherheit ist auch immer so ein bisschen, sei so gut, dass dein nächster Nachbar, der schlechter ist, als du ins Zielvorfeld der Kriminellen gerät, denn dann so dieses Bild, den Löwen frisst dem der schnellste ein Bein gestellt. Das ist natürlich ein schlechtes Beispiel, aber sie müssen aus dem Schussfeld rauskommen. Ne? Also ich muss schneller als der Bär sein, ich muss so schneller sein als mein Nachbar. Ja, sie müssen schneller sein als der Nachbar, der hinter ihnen herläuft, weil den muss der Bär kriegen. Okay, das Thema mit dem Nachbarn und dem Bären, das können wir jetzt dann noch im Nachgang noch mal das passt schon, das ist schon ein schönes Bild. Ich habe hier noch ganz viele Fragen auf dem Zettel. Leider schaffen wir die jetzt nicht mehr, aber ich bedanke mich auf jeden Fall für die spannende Diskussion und das Thema Sicherheit wird uns ja nicht loslassen und da haben wir noch viel Gelegenheit drüber zu reden und dann noch die anderen Themen anzusprechen. Vielen Dank bis jetzt. Ja, also IT-Security ist ein wichtiges Thema. Es gibt die Bedrohungslage, die Voraussetzungen sind zum Teil sehr individuell, aber die gute Nachricht, OT kann Security muss eben von Anfang an gedacht werden, ist ein integraler Bestandteil und kann sogar eventuell ein Wettbewerbsvorteil sein. Also von daher mit der optimistischen Botschaft gehen wir hier raus. Vielen Dank fürs Zuschauen.